Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, am Ende dieses außergewöhnlichen Semesters wende ich mich heute nochmals an Sie. Bedingt durch die Corona-Pandemie und in Umsetzung der bekannten Corona-Bekämpfungsverordnungen kam es seit März dieses Jahres zu erheblichen Einschränkungen im Lehr- und Forschungsbetrieb unserer Universität. Während der Forschungsbetrieb teilweise komplett zum Erliegen kam, ist es uns gelungen, unseren Studierenden den größten Teil der geplanten Lehrveranstaltungen in digitalen Ersatzformaten zugänglich zu machen. Das war das Ergebnis eines außergewöhnlichen und sehr arbeitsintensiven Kraftakts. Für diese Leistung möchte ich mich im Namen der Hochschulleitung bei Ihnen allen herzlich bedanken. Wir haben gemeinsam bewiesen, dass die Universität auch mit einer solch krisenhaften Situation konstruktiv und flexibel umgehen kann. Darauf können wir stolz sein. Der Stolz über das Erreichte kann uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der akademische Diskurs der Universität eine Qualität der Begegnung von Lehrenden und Studierenden benötigt, die nur in Präsenz zu verwirklichen ist. Daher wollen wir im kommenden Wintersemester auch gerne wieder Präsenzveranstaltungen ermöglichen. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 1,5 Meter Abstandsregel unsere räumlichen Möglichkeiten stark einschränkt. Für Gruppengrößen über 120 Personen haben wir auf dem Campus keine Lehrräume und Gruppen zwischen 20 und 50 Personen müssen sich die wenigen größeren Hörsäle teilen. Wenn die aktuellen Abstandsregeln beibehalten werden, werden also wieder viele Lehrveranstaltungen digital stattfinden müssen. Alle Lehrenden möchten wir ermuntern, auch über neue, hybride Veranstaltungsformate nachzudenken, bei denen Präsenztermine mit Teilgruppen und digitale Angebote kombiniert werden. Insbesondere unseren Erst- und Zweitsemestern könnte auf diese Weise endlich der Kontakt zu anderen Kommilitoninnen und ein Kennenlernen ihrer Universität ermöglicht werden. Mit einem solchen Hybridsemester sind natürlich sehr viele neue Herausforderungen verbunden. Wir nutzen die vorlesungsfreie Zeit intensiv, um dafür gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Machen wir uns nichts vor, die jüngsten Hotspots in Deutschland und der Blick in andere Länder zeigen eindrücklich, dass die Pandemie noch lange nicht überwunden ist. Die schiere Größe der Universität mit mehr als 35.000 Mitgliedern macht uns zu einem potenziell viel gefährlicheren Kontaktpunkt für Infektionen, als dies beispielsweise für eine Schule oder eine Gaststätte der Fall ist. Unsere gesellschaftliche Verantwortung gebietet es daher, dass wir den von allen gewünschten Übergang zu einem regelhaften Universitätsbetrieb auch weiterhin mit aller Vorsicht und mit der notwendigen Disziplin angehen. Hier zähle ich auf Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen zunächst ein wenig Ruhe und Erholung, bevor wir nach einer wohlverdienten Atempause gemeinsam die Herausforderungen des kommenden Semesters angehen werden.